Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Heute möchte ich mal ein Video machen, was ich schon seit längerer Zeit geplant habe. Und zwar geht das um den Stormfire Hobo. Den habe ich ja vor über einem Jahr mit der Firma Vikatech zusammen entwickelt und habe den natürlich auch kräftig benutzt. Ja, und nun stellt sich natürlich die Frage, taugt der nun was? Ist der was? Oder nehme ich lieber wieder einen anderen Hobo? Ja, und dann möchte ich mit euch mal schauen, wie der so nach einem Jahr Benutzung aussieht, wie er das verkraftet hat, wie die Qualität von dem Hobo ist. Ja, und darum soll es heute gehen. Ja, hier ist das gute Stück nach einem Jahr Benutzung. Ich hatte den also wirklich regelmäßig im Einsatz, hatte den immer mit. Das war also mein Haupthobo letztes Jahr. Ja, und wie ihr seht, die Tasche ist auch noch intakt, da ist nichts durchgescheuert. Also das Segeltuch hat gehalten. So viel verrate ich jetzt schon mal. Ja, und dann gibt es noch ein paar wichtige Infos, bevor wir uns das zusammen anschauen. Ist natürlich ganz wichtig, wie habe ich den Hobo benutzt, um den Verschleiß zu beurteilen. Ja, wie habe ich den benutzt? Ich habe also hauptsächlich da drin mit Holz gefeuert, wenn immer es ging. Wenn es das Wetter nicht zugelassen hat oder es schnell gehen musste oder es war zu trocken oder es war Wind, dann habe ich den Spiritus Sicherheitsbrenner benutzt und habe damit gekocht. Ja, und gegrillt habe ich in dem Hobo nicht, also ich habe keine Holzkohle verwendet, weil das mache ich draußen nicht so oft. Und wenn ich grill, dann grill ich eigentlich immer auf der Holzglut, die ich vom Holzfeuer noch übrig habe. Ja, und so habe ich den eigentlich benutzt. Ja, nachher werde ich euch noch so ein paar Tipps und Tricks zu dem Hobo sagen, oder besser gesagt meine Erfahrungen mit euch teilen. Wo sind Schwächen, wo sind Stärken? Werde ich ihn weiter benutzen oder wechsle ich doch wieder auf ein anderes Modell? Und so weiter. Ja, dann würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los. Ich würde sagen, wir gucken uns den Hobo jetzt erstmal zusammen an. Ja, das ist jetzt der Hobo in der Tasche aus Segeltuch. Wie ihr seht, ist die noch völlig in Ordnung. Auch hier an den Ecken ist nichts aufgetruselt oder durchgeschabt. Auch hier vorne nicht, an der Öffnung. Also das ist alles noch in Ordnung. Das sieht aus wie am Anfang. Das Segeltuch hat also die Belastung gehalten. Dann packe ich den Hobo jetzt mal aus. Die Sachen mal raus hier. So. Okay. So, wie gesagt, ich habe das Ganze gereinigt mit so einem normalen handelsüblichen Haushaltsschwamm. Hier so ein Topfschrubber mit der Rückseite, aber auch nicht zu stark, damit man halt sieht, wie die Verrußungen waren. Ja, das ist hier der Windschutz, das Windschutzblech. Das sieht noch aus wie neu. Es wird natürlich auch nicht so heiß. Das ist hier der Brennrost. Der sieht auch noch gut aus. Dann haben wir hier das Ascheblech. Das sieht mittlerweile so aus, ist aber auch völlig intakt. Ja, dann kommen wir zum eigentlichen Hobo. Das ist hier die Frontplatte. So sieht die mittlerweile aus. Hier ist klar, hier sieht man die Gebrauchsspuren ganz deutlich. Aber es ist nichts kaputt, also alles in Ordnung. Das gleiche auch hier bei den Seitenteil. Hier ist das andere Seitenteil. Das ist auch in Ordnung. Das ist die Rückwand. Ist auch gut. Das ist das Seitenteil Feuer, wo man hier direkt die Äste einschieben kann. Das ist leider nicht mehr lieferbar. Das habe ich aber auch nicht so oft benutzt. Das habe ich jetzt zweimal benutzt. Also das ist auch noch völlig intakt. Ja, und das sind hier die beiden Topfhalter. Die sind auch noch in Ordnung. Da ist auch kein Verschleiß groß dran zu sehen. Ja, zu guter Letzt hier noch der Vikatech Sicherheitsbrenner. Der hat mittlerweile hier oben so eine kleine Beule. Wahrscheinlich im Rucksack irgendwas gegengedrückt. Was mir da aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob man es jetzt hier so im Video sieht. Hier oben hat er so einen komischen weißen Kranz gebildet. Funktioniert aber noch einwandfrei, wie am ersten Tag. Sieht halt bloß ein bisschen komisch aus. Ich habe es jetzt aber extra nicht gereinigt. Und damit habe ich den Hobo halt benutzt. Oder auch viel hier mit meinem eigenen Sicherheitsbrenner, den ich mir gebastelt habe. Aber dazu komme ich dann später.
Ja, wie ihr seht, hat der Hobo das sehr gut weggesteckt, finde ich jetzt mal. Aber natürlich ist es auch Metall und es wird der Hitze ausgesetzt. Jetzt wollen wir uns doch mal zusammen anschauen, inwieweit hat sich denn der Hobo nun verzogen. So, um den Verzug zu zeigen, den er bis jetzt erfahren hat, habe ich die ganzen Teile mal hier übereinander gelegt. So wie er eigentlich auch in der Tasche wäre. Und jetzt wisst ihr, dass ja im Optimalfall ganz flach zusammenliegen. Und jeder Verzug macht natürlich einen Spalt. Ich muss jetzt noch eins dazu sagen. Ich habe hier weder in dem einen Jahr irgendwas gerichtet oder gerade gebogen. Also das ist wirklich der Verzug, der Originale, den der Hobo nach einem Jahr hat. Ja, dann schauen wir uns das mal in der Kamera an. Hier sieht man, hier ist es ein bisschen, hier seht ihr Spalte. Seht ihr das? So wird er jetzt in der Tasche liegen. Aber es ist halt minimaler Verzug. Hier hat es so einen Bogen nach innen. Unten sieht man es, da ist er noch ziemlich gerade. Und oben geht er dann schon mehr auseinander. Man sieht es, ist so leicht gebogen hier, hat so eine leichte Krümmung. Aber wie gesagt, es ist alles noch in der Norm. Also da sah die Bushbox nach einem Jahr viel, viel schlimmer aus. Also das ist schon mal ganz gut. Dann schauen wir uns mal die Teile an hier. Das ist dieses Seitenteil Feuer. Gut, das können wir ja fast ignorieren. Das wird ja nicht so viel befeuert. Also ich würde sagen, von dem, was ich jetzt hier sehe, ich hoffe, das kommt an der Kamera so rüber, ist hier dieses Frontteil. Das ist am meisten verbogen. Wartet mal, ich nehme mal einen Zollstock. Wollen wir mal gucken. Hier kann man es sehen. Seht das? Da oben. Hier hat es den Spalt. Da. Also das ist so leicht nach außen gewölbt, aber ansonsten sieht das Teil noch gut aus. Dann gucken wir uns das mal an hier. Das ist so ein Seitenteil. Da hat es hier, wo die Schlitze sind, einen ganz leichten Verzug. Also ich nehme mal hier so einen Topfhalter. Wenn ich jetzt hier schiebe, seht das? Stößt es gegen? Hier auch. Also das Teil, das hat sich hier so ein bisschen nach innen gewölbt. Ist aber nicht weiter dramatisch. Also ich kriege nicht mal hier das flache Blech runtergeschoben. So minim ist das. Seht ihr das? Hier auch. Aber das ist wirklich minimal. Also da kann man wirklich mit leben. Das ist sogar, ja, das ist auch hier ein bisschen in die Richtung rausgekommen, oben hier. Hier stößt es auch wieder gegen. Unten ist es plan. Und hier, das ist die Rückseite, die ist gar nicht verbogen. Die ist also, ja, doch ein bisschen im Gesamten so in die Richtung nach innen hat sich das hier so ein bisschen verzogen. Also das heißt verzogen, das ist minim halt. Dann schauen wir uns mal hier die Brennplatte an. Ja, also die hat eine ganz leichte Wölbung, das sieht man aber kaum. Also das ist auch minimal. Seht ihr das? Ist ganz minimal. Und das ist hier das Ascheblech. Das ist schon ein bisschen mehr verzogen. Seht ihr das? Da hat es einen leichten Spalt, aber wie gesagt, das ist fast nichts und man könnte es fast wieder gerade biegen. Also ich würde sagen, das Material hat sehr gut standgehalten. Das Einzige, was komischerweise nicht so gut standgehalten hat, das ist hier dieser Windschutz, den man vorne einhängt. Der, naja, sieht man jetzt gar nicht so. Der ist schon ganz schön verzogen. Der hat sich ein bisschen gekrümmt. Aber das zeige ich euch gleich, wenn wir den Hobo zusammengebaut haben. Ja, wie man gesehen hat, ist diese Titan-Edelstahllegierung recht robust. Also ich muss echt sagen, das ist alles noch im Rahmen. Da kann man nicht meckern. Und wenn man meckert, ist es auf hohem Niveau. Und vor allen Dingen, man kann es ja auch ganz einfach wieder gerade biegen, was ich jetzt aber extra nicht gemacht habe. Gut, dann würde ich doch sagen, schauen wir uns mal an, wie sich der Hobo mittlerweile aufbauen lässt. Ich habe jetzt hier gerade noch gesehen, hier unten diese dünneren Stege, die ganz unten sind, die sind auch ein wenig verzogen. Das will ich euch nicht verheimlichen. Hier sieht man es. Ich halte mal jetzt hier so ein Topfkreuz dran oder so ein Topfhalter. Da sieht man die Einbuchtung nach oben.
Aber wie gesagt, ja, was wird das sein? Ein Millimeter, etwas über einen Millimeter, also das ist fast nichts. Ja gut, dann bauen wir den mal zusammen, schauen wir mal, wie das nach einem Jahr so funktioniert. Das funktioniert alles noch einwandfrei hier. So. Ascheblech. Brennplatte. Und das Frontteil. So, der Hobo ist zusammen. Also da ist alles noch normal gängig. Hier hat er noch so einen leichten Verzug. Seht ihr das hier? Aber eben wie gesagt minimal. Ja, also zusammensetzen lässt er sich noch wie am ersten Tag. Jetzt gucken wir mal mit den Topfhaltern. Passt. Passt. Geht also auch. Und das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, ist hier, weil sich der Hobo hier nach außen verzogen hat, lässt sich so leicht der Windschutz hier, seht ihr das, nicht mehr einsetzen. Also man muss schon drücken, es geht. Aber wenn der jetzt, ich drehe das mal zur Seite, wenn der jetzt heiß ist, ihr nehmt ihn ab und wollt ihn dann wieder ranmachen, dann kriegt er hier ein Problem. Dann passt das nicht mehr so unbedingt, man muss so ein bisschen, also es ist nicht mehr ganz so leichtgängig, sagen wir es mal so, aber man könnte das Teil natürlich auch zurückbiegen, also ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ich kann jetzt ja hier mal drücken, so, und schon funktioniert das Teil wieder. Also wie gesagt, ich habe es extra nicht verändert, damit ihr euch wirklich ein eigenes Bild machen könnt. Gut, wo wir jetzt gerade bei den Schwächen des Hobos sind, werden wir mal dabei bleiben, weil ich habe eigentlich nur zwei gefunden. In Anführungszeichen, die zweite Geschichte, die mir aufgefallen ist, wenn ihr die Topfhalter, aber nur wenn ihr die Topfhalter als Topfkreuz benutzt. Das zeige ich euch jetzt mal. So, hier ist unser Topfkreuz, das habe ich schon mal zusammengesteckt. Und das Problem, das der Hobo hat, ist diese kleinen Aussparungen hier für das Topfkreuz, die sind recht minim. Das heißt, wenn ihr den jetzt so aufsetzen wollt, hakelt das. Also vor allem, wenn der Hobo heiß ist, biegen sich die Bleche nach innen und durch die geringe Breite von den Nuten lässt sich das Topfkreuz dann nicht mehr einsetzen und das Ganze funktioniert nicht mehr. Das Problem habt ihr aber nicht, wenn ihr das an den äußeren Seiten macht. So, hier, da funktioniert es dann. Es fängt auch leicht manchmal an zu klemmen, wenn er heiß ist. Aber wie gesagt, es lässt sich relativ einfach ändern. Das werde ich auch machen, indem man einfach hier die Ausschnitte noch ein bisschen verbreitert, dass das ganze Spiel bekommt und nicht mehr so eng sitzt. Also das ist eine Geschichte, die könnte man ändern. Das ist wirklich eine Sache, die ist mir aufgefallen. Die ist im laufenden Betrieb nicht ganz so toll. Aber wie gesagt, meistens stelle ich meinen Feldflaschenbecher hier direkt drauf und benutze die Kreuze gar nicht. Oder ich mache es halt so, dass ich es hier hinten reinhänge. Da kann ich natürlich auch noch mal drücken. Das funktioniert dann einwandfrei. Ja, das war es eigentlich auch schon mit den negativen Punkten, die mir in dem Jahr Benutzung aufgefallen sind. Ja, die große Frage, würde ich mir diesen Hobo wieder kaufen? Ja, definitiv. Das ist definitiv mein Hobo. Die Bushbox benutze ich so gut wie gar nicht mehr. Das ist mein neuer Alltagshobo, den habe ich fast immer im Rucksack. Der ist robust, zuverlässig, das ist genau mein Teil. Und er hat natürlich auch noch andere Pluspunkte. Und die ich so schätze, die werde ich euch jetzt nochmal im Detail zeigen. Was ich als erstes sehr schätze, ist wirklich die sehr gute Bodenisolation, dass die Hitze praktisch hier von dem Bodenblech reflektiert wird. Auch wenn Glut hier drin liegt, ist der Abstand zum Boden noch so hoch, dass es also kaum Bodenschäden gibt. Schon gar nicht, wenn ihr eine Hitzeschutzmatte unterlegt. Das ist wirklich ein riesen Pluspunkt von den Hobo. Ja, und natürlich das Flexible, dass man mit ihm wirklich alles machen kann. Man kann ihn ruckzuck umbauen. Ich baue ihn jetzt mal auf Spiritusbetrieb um.
Jetzt setze ich mal meinen Brenner da ein. Den wollte ich euch eh noch zeigen. So, da haben wir schon die Platte nach oben. Das geht auch alles relativ einfach, ruckzuck. So, jetzt können wir hier den Brenner einsetzen. Ich habe mir selber eingebaut. Der Originale, der hat mir eine zu kurze Brenndauer. Und ich habe mir hier selber mit Carbonvlies und einer größeren Dose einen eigenen Brenner gemacht. Den benutze ich jetzt häufiger als den Original-Sicherheitsbrenner. Dann setze ich den mal hier ein. Dann machen wir mal hier die Topfkreuze drauf für den Sturmbetrieb. Und wie gesagt, da haben wir schon das nächste, die Funktion als Sturmkocher. Ich liebe es, wenn Wind ist. Ich brauche keinen weiteren Windschutz. Das mache ich einfach zu, stelle hier den Topf drauf und das Ding funktioniert. Ja, und was ich im Sommer auch noch sehr schätze, ist die Verwendung des Sicherheitsbrenners halt hier in diesem geschlossenen Brennraum. Das heißt, euch können hier keine Sachen reinfliegen, wenn der Boden trocken ist oder Blätter rumwirbeln. Da fängt nichts an zu brennen. Und des Weiteren, selbst wenn hier trockenes Zeug auf dem Boden liegt, der Brenner ist so hoch vom Boden weg und eben in diesem geschlossenen Brennraum, dass ihr absolut auf der sicheren Seite seid. Das ist eine Sache, die mir auch sehr gefällt. Ja, was mag ich sonst noch sehr an dem Hobo? Ja, und zwar einmal das Material. Das ist sehr robust, diese Titan-Edelstahl-Legierung, die sich halt kaum verzieht, wie ihr gesehen habt. Und wenn mal was ist, lässt sich auch noch wieder ruckzuck draußen gerade biegen. Ihr könnt das sofort wieder reparieren. Also das Ding ist eigentlich nicht tot zu kriegen. Ja, das Weitere, was ich sehr schätze, ist halt die modulare Aufbauweise. Man kann den Hobo je nach Bedarf schnell anpassen. Auch hier dieses Seitenteil Feuer, wo man ganze Äste reinschieben kann und verfeuern kann, finde ich sehr praktisch. Das gibt es bei Wicatec leider nicht mehr. Das ist ausverkauft, ist nicht mehr lieferbar. Schade eigentlich. Ja, und was auch noch eine ganz schöne Sache ist an dem Hobo, die ich sehr schätze, ist, wenn ihr den mit nach Hause nehmt. Ich baue den jetzt mal auseinander schnell hier. So, ist, dass ihr die Teile hier alle schön ins Spülbecken legen könnt und dann mit so einem Topfschwamm ruckzuck gereinigt habt. Es hat hier keine Ecken, Kanten, wo man nicht reinkommt. Das lässt sich wunderbar sauber machen. Man legt es einfach so ins Waschbecken und kann hier schön mit dem Schwamm rüber. Dann die andere Seite. Und dann könnt ihr die ganzen Teile schön abwaschen. Wenn ihr so einen Abtropfkorb habt, könnt ihr dann den Hobo schön hier hochkant hinstellen. Das trocknet ruckzuck ab und das ganze Teil ist wieder sauber. Ja, das war auch schon mein persönliches Fazit des Stormfire Hobos von Wicatec nach einem Jahr Benutzung. Wie ihr seht, bin ich rundum zufrieden, immer noch genauso glücklich mit dem Teil wie am ersten Tag. Das ist und bleibt einfach mein Hobo und den werde ich auch 2024 wieder schön mit der Ausrüstung mitführen, weil das ist jetzt mein neuer ständiger Begleiter. Ja, dann würde ich das Video an dieser Stelle schließen. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen wieder interessant. Wer den Hobo noch nicht kennt, schaut euch auf meinem Kanal das Review an. Da wird nochmal alles ganz genau erklärt, wer Interesse hat und den Hobo noch nicht kennen sollte. Ja, und ansonsten würde ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Detlef. Tschüss, ciao.